Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es die finale Review zu der Ace Daimarjin-Trilogie von 1966. Mit Daimarjin, Frankensteins Monster und Drache, wurde der letzte Teil gedreht, der genau wie seine beiden Vorgänger mit absolut tollen Spezialeffekten punkten kann. Hier sehen wir Hideki Ninomiya, Masahide Kizuka, Shinji Hori, Muneyuki Nagamoto und natürlich Chikara Hashimoto als Daimarjin. Hinter der Kamera waren Regisseur Kazuo Mori, Spezialeffekte-Regisseur Yoshiyuki Kuroda, Produzent Masaichi Nagata und Komponist Akira Ifukube verantwortlich. Die Geschichte spielt genau wie Teil 1 und 2 im mittelalterlichen Japan. Der brutale Fürst Arakawa entführt Holzfäller und Bauern, um sie in einer Schwefelgrube im Höllental arbeiten zu lassen. Er plant einen Krieg und er benötigt für die Herstellung von Schwarzpulver den Schwefel. Einem Holzfäller gelang die Flucht. Er schaffte es über den gefürchteten Berg des Daimarjins zurück ins Dorf, doch kurz darauf stirbt er. Die Bewohner sollen den Weg über den Berg des Daimarjins nehmen, um die Leute zu retten, doch sie weigern sich. Aufgrund der Rache des Kriegsgottes, als auch aufgrund der Wetterverhältnisse, lehnen sie es ab. Daher machen sich heimlich die Kinder Tsurukichi, Taisaku und Kinta auf. Im Höllental wird bemerkt, dass ein Holzfäller fehlt. Der Handlanger Daisen schickt die Killer Tomei und 2 Leute von ihm los, um ihn zu finden. Die 3 Kinder treffen unterwegs auf eine alte Frau, die sie warnt, nicht weiterzugehen. Kriegsgott Daimarjin hat einen Adler und dieser sieht alles. Doch die Kinder ignorieren es. Dann taucht der kleine Sugimatsu auf und begleitet die Jungs. Im Heimatdorf der Kinder wird nun bemerkt, dass sie verschwunden sind. Währenddessen versucht im Höllental Daisukes Bruder zu fliehen. Doch er wird als Warnung in die kochend heiße Schwefelgrube geschmissen und stirbt. Die Kinder legen einen langen Weg zurück und als sie sich ein Floß bauten, wird Kinta in den Wassermassen fortgespült und ertrinkt. Die Gruppe ist fassungslos und tief geschockt. Dann beginnt es auch noch zu schneien. Ihre Kräfte schwinden. Killer Tomei und seine Leute finden die Jungs. Sie wollen sie erschießen, doch der Adler von Daimarjin greift sie an und tötet sie. Doch Tomei gelang es, den Adler zu erschießen. Tsurukichi sieht, dass seine Freunde keine Kraft mehr haben und er beerdigt den Adler im Schnee. Daraufhin erwacht der Daimarjin und er rettet Tsurukichi und die anderen. Und der Adler wird wieder zum Leben erweckt. Der Kriegsgott erscheint nun im Höllental und demütigt wieder die Peiniger und Sadisten der Sklaven. Die Truppen sind erneut erfolglos und einer nach dem anderen wird getötet. Der brutale Fürst wird von Daimarjins Schwert durchstochen und fällt in die Schwefelgrube. Für Gerechtigkeit wurde gesorgt und der Daimarjin verschwindet in einer Schneewehe. Nun zu meiner Bewertung. Der letzte Teil der Trilogie ist für mich mit Abstand der schlechteste. Prinzipiell dreht sich der halbe Film um die Wanderschaft der Jungs. Was die Handlung allerdings besonders macht, ist, dass einer der Jungs ertrinkt und von den verbleibenden Jungs 2 erfrieren und sich der letzte von einer Klippe stürzt. Nur dank Daimarjin hat er diesen Sturz überlebt und auch die 2 Erfrorenen werden wiederbelebt. So düstere Szenen werden selten gezeigt. 6 Gs. Auch im dritten Teil sind die Effekte noch sehr atmosphärisch und perfekt umgesetzt. Die Miniaturen, Nebel, Wasser- und Schneeszenen wirken hochwertig und auch Daimarjin bleibt eines der ikonischen Tokusatsu-Designs der 60er Jahre. Vor allem die Vernichtung des Dorfes am Anfang des Films ist atemberaubend. 10 Gs. Große Teile des Films spielen in den Bergen, mit Schnee, Nebel, Flüssen und Höhlen und die Musik unterstützt das mit ruhigen und abenteuerlichen Stücken. Das ist stimmig zu den Szenen, aber wieder mal bleibt nur Daimarjins Musikstück im Kopf hängen. 8 Gs. Kämpfe sind in diesem Film eigentlich gar nicht vorhanden. Neben Daimarjin haben wir nur kurze Szenen, in denen zum Beispiel die Samurai gegen Daimarjins Falken kämpfen. 5 Gs. Spannung kommt eigentlich nie auf. Am Anfang gibt es die Zerstörung des Dorfes, zwischendurch einen Fluchtversuch und dann das Auftreten von Daimarjin. 4 Gs. Und damit komme ich insgesamt auf 33 von 50 Gs. Hallo, nun zu meiner Bewertung. Die Handlung unterscheidet sich in dem Punkt von den beiden Vorgängern, dass diesmal keine Fürsten oder deren Nachfolger im Mittelpunkt stehen, sondern eine Gruppe von mutigen Jungs.
Der Weg zu den Sklaven führt sie über den verbotenen Berg des Daimarjins und wird als Abenteuer inszeniert, entwickelt sich aber zur Katastrophe. Ganz gut gemacht, aber ich bevorzuge den Stil der beiden Vorgänger. 7Gs. Über die Spezialeffekte kann man auch hier wieder nur staunen. Aufnahmen in der Winterlandschaft sind selten im Kaiju Eiga und hier sehen diese auch absolut klasse aus. Daimarjins Auftritt wird begleitet von einem Schneesturm und wenn die Kanonen losfeuern und Schneewehen verursachen, ist das einfach nur cool. 10Gs. Erneut veränderte Akira Ifukube nicht viel beim Soundtrack. Einige Stücke wurden neu geschaffen und diese werden auch im Folgejahr in King Kong Frankensteins Sohn verwendet werden. 9Gs. Der Endkampf des Daimarjins mit den Bösewichten ist auch hier sehr befriedigend. Der Bösewicht bekommt ordentlich sein Fett weg. Der Kampf wurde flott geschnitten, die Effekte sehen super aus und wie immer sind die Aufnahmen mit den realen Schauspielern und den Effekten super kombiniert. 10Gs. Der Spannungsbogen ist hier diesmal die große Schwäche des Films. Die Wanderung der Kinder fühlt sich ewig lang an. Das hätte man noch kürzen können. Das Ende ist wie gesagt erneut super, doch der Rest braucht in meinen Augen viel zu lange. Sehr schade. 5Gs. Damit komme ich auf 41 von 50 Gs. Zusammen mit Max seiner Bewertung kommen wir auf insgesamt 37 von 50 Gs. Daimarjin, Frankensteins Monster und Drache, ist der letzte Teil dieser hervorragenden Trilogie. Er zieht sich an vielen Stellen unglaublich lang, aber der Zuschauer wird auf sein Warten am Ende mehr als zufriedengestellt. Das bewusst einfach ausgewählte Gut gegen Böse Schema passt in der Trilogie sehr gut rein. Der Daimarjin ist ein Kriegsgott, welcher die Bösewichte ordentlich bestraft. Day gelang mit diesem Film wirklich eine Besonderheit. Spezialeffekte technisch brauchen sie sich hinter keinem Kaiju Eiga seiner Zeit zu verstecken. Hier sehen wir Effekte in Perfektion und wahrscheinlich die besten, die die Day in der Showa-Ära gestaltet hat. Hoffentlich bekommen wir irgendwann einmal eine Neuauflage von Daimarjin, die den Anspruch der alten Trilogie auch würdig ist. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.